ein Schlickli Kaffee in der Früh, da geht einfach nichts drüber. Oder wie die Mitbürger aus dem Nahen Osten sagen, einen schönen Häsen. So, herzlich willkommen zum Bastelschwaben, zum Online-Kurs Einfach für Anfänger. Heute werden wir uns mal runde Stemmeisen vornehmen. Und die gehen im Prinzip genauso einfach wie die anderen, man braucht bloß ein anderes Werkzeug dazu. Ich habe mir heute von meiner Frau das Handy mit ausgeliehen und werde heute mit mehreren Detailaufnahmen versuchen, das Ganze noch ein bisschen besser darzustellen. Lasst uns einfach mal anfangen. Heute brauchen wir von Tormek aus diesem Schleifset diese Halterung für die runden Stemmeisen. Die Maschine selber habt ihr gesehen, die habe ich schon hergerichtet, die ist mit Wasser befüllt, die ist soweit einsatzfähig. Und der große Unterschied ist heute, normalerweise schleife ich ja da oben, aber ich schleife diese Stemmeisen schleife ich in der Situation am liebsten. Warum ihr auf dem Nassschleifstein schleift, das ist vollkommen irrelevant. Den Stein selber braucht man heute nicht richten, wie beim letzten Mal, weil der ja noch gerichtet ist. Den braucht man also nicht vor jedem Schleifen richten. Der passt noch soweit. Und vor allem, wir machen heute runde Stemmeisen, da ist es sowieso nicht ganz so tragisch. Was gibt es zum Beachten? Wir haben jetzt hier einen vorgegebenen Winkel, den lasse ich jetzt auch mal soweit. Und den hätte ich gesagt, den messen wir jetzt einfach mal. Da fällt mir übrigens gerade ein, ich müsste heute einmal meine Maschine mal umdrehen. Jetzt muss ich bloß ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt mit den richtigen Kameras überall arbeite. Also wir haben hier dieses Winkelmessgerät und auch hier gilt, wir legen auf der scharfen Seite, legen wir praktisch diesen Winkel an. Dann drehen wir hier auf. So. Und jetzt klappt man das so lang zu, bis wir hier einen sauberen Winkel haben. Und wir sehen, da oben an dieser kleinen Markierung, sehen wir haben einen Winkel von 30 Grad. Unsere Referenz ist gemacht, das heißt, wir wissen, was wir brauchen. Wir brauchen einen 30 Grad Winkel und den stellen wir uns jetzt natürlich ein. Als nächstes machen wir hier das Stemmeisen rein. Das mache ich jetzt so und ich versuche es mit dieser Kamera einzublenden. Gibt es jetzt eigentlich eine Vorschrift? Nö. Wir gehen von der Seite rein. Und das Wichtigste ist jetzt eigentlich, dass das da unten sauber gleichmäßig in der Rundung drin liegt. Und dann zieht sie einfach die Schraube an. So, jetzt haben wir das meiste eigentlich schon geschafft. Und das seht jetzt ihr wieder an der Kamera. Das ist halt alles ein bisschen blöd. Das muss ich mal schauen, ob ich das nicht irgendwie anders hinbringe. Ja genau, das probieren wir mal so rum. So, ich habe jetzt mal den Kamerawinkel mal gedreht. So, wir haben jetzt praktisch das ganze Ding mal so drin. Wir achten darauf, dass wir ungefähr die Kanten mit dieser parallel laufen haben. Das können Sie so Pi mal Auge machen. Und dann zieht Sie das einfach ein bisschen fest. Und jetzt haben wir das Ganze ja praktisch hier drin liegen. Und jetzt stellen wir uns den Winkel ein. Und dazu brauchen wir ja wieder das andere Gerät. Und da stellen wir uns den Winkel jetzt auf 30 Grad ein. Nachdem sich ja meine Scheibe selber noch nicht verändert hat, kann ich jetzt eigentlich nur den unteren Winkel einstellen. Da oben stimmt der Durchmesser von meiner Scheibe nach wie vor. Und jetzt kommt dasselbe Spiel wie immer. Wir stellen den Winkel ein, bis wir da drin ganz parallel aufliegen. So, das schaut doch gut aus. Und wenn wir jetzt ganz sicher gehen wollen, dann machen wir das mit dem Edding. Und wir schwarzen mit dem Edding ganz einfach mal so ein Stück, schwarzen Röten von dieser Schneide.
Das muss man nicht machen, das kann man machen. Für mich ist es so, ich habe jetzt noch nicht so viel von diesen runden Stemmeisen geschliffen. Ich mache das mal ganz gerne mal nur so, wie man es machen sollte. Im nächsten Schritt richte ich jetzt einmal diesen Stein wieder aufs Grobe her. Das wisst ihr ja, wie das geht. Und wir schalten jetzt einfach mal ein. Heute schleifen wir in der Drehrichtung. Das heißt, wir erzeugen heute noch ein bisschen einen stärkeren Grad als sonst. Dann gehen wir jetzt ganz einfach mal her und setzen jetzt einfach mal an. Und wir sehen jetzt schon ganz deutlich, dass ich viel zu flach bin mit dem Winkel. Das heißt, ich drehe noch mal ein kleines bisschen lockerer und drehe das noch mal ein Stück raus. Seht ihr? Und jetzt habe ich meine komplette Fläche. Seht ihr? Jetzt schleift er sogar schon ein kleines bisschen vorderhalb. Also gehen wir noch mal einen Ticken näher hin. So. Und bei dem ist es jetzt eigentlich relativ einfach. Ihr habt ja hier diese Führung, die sitzt ja hier spielfrei in dieser Stange drin. Und alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist eigentlich das Ding anlegen und euch drehen. Ich mache es halt so, und das ist bloß ein Tipp von mir. Bewegt euch auf dem Stein, sonst schleift ihr euch wieder eine Kuhle rein. Und eine Kuhle heißt, ihr müsst das Ganze wieder nacharbeiten. Seht ihr, der Schliff selber erfolgt schon recht sauber. Und da sieht man jetzt schon ganz deutlich, dass ich da an der Seite einen Fehlschliff drin habe, den ich ausarbeiten muss. Und was man jetzt auch noch sehen kann, man sieht jetzt hier da oben schon diese Flecken, das heißt, das sind Mulden vom Stämmen, die man dann ausschleifen muss. Wir richten vielleicht den Stein noch mal ein bisschen nach, dass er noch ein bisschen grober wird. So, und dann geht es wieder los. Alles, was ihr da jetzt eigentlich tun müsst, ist ganz einfach. Ihr dreht euch auf dieser Achse. Und das erzeugt euch diesen gleichmäßigen Schliff. Ihr solltet natürlich nicht immer auf einer Stelle stehen bleiben, sondern immer gleichmäßig in der Bewegung. Da ihr ja natürlich sonst Flächen hinschleift. Und das wollt ihr ja als allerletztes. Man sieht jetzt hier schon ganz deutlich, man sieht jetzt hier diesen roten Punkt noch, der natürlich jetzt noch ausgeschliffen werden muss. Müssen tut es nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber wir wollen das ja sauber machen und darum machen wir es. Wenn man jetzt so von innen nach außen fährt, dann spürt man jetzt ganz deutlich den Grat. Und der Grat ist relativ wichtig, weil dann wissen wir haben vorne die Schneide gegründet. Das heißt jetzt im Klartext, wir stellen jetzt um auf feines Schleifen. Und dazu nehmen wir wieder diesen Stein präparieren. So, jetzt haben wir das Ganze auf fein. Und jetzt machen wir den Feinschliff an dem Ganzen. Das spürt man jetzt schon ganz deutlich, dass der Stein jetzt wesentlich feiner ist. Das ist jetzt eher so ein Schwimmen auf dem Stein als wie ein Reiben. Man spürt die Reibegeräusche fast nicht mehr. Ich weiß es jetzt nicht, ob man es erkennen kann. Aber jetzt werden die Riefen, die sind jetzt schon sehr fein geworden, wie ihr seht. Das ist jetzt wahrscheinlich alles bloß so ein optischer Gadget. Man sieht jetzt, ich weiß nicht, ob es ihr erkennen könnt, man sieht jetzt hier schon ganz deutlich, wie sich der Grat bildet da vorne. Aber das werdet ihr wahrscheinlich nicht so genau sehen. Ich versuche euch mal ein bisschen näher zu bringen. Wenn ihr jetzt da vorne hinschaut, dann seht ihr das ganz deutlich, wie sich diese dunkle Fleck bildet. Das ist der Grat, der sich an der Schneide bildet. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen. Das ist der optimalste Fall. Und dadurch, dass ihr mit der Vorrichtung praktisch euren Winkel und alles vorgegeben habt, könnt ihr da ganz beruhigt auf diesen
auf diesem Stein schleifen. Das heißt, ihr kriegt immer die saubere Schneide. Ja, das schaut schon richtig gut aus. Jetzt trocknen wir es einmal ab. So, wir haben jetzt die Schneide mal getrocknet. Wir fahren jetzt nur mal so mit dem Fingernagel von hinten nach vorne. Und das spüren wir ganz deutlich, spüren wir jetzt diesen Grat, der sich hier gebildet hat. Und auch den polieren wir jetzt wieder aus. Und dazu gehen wir jetzt ganz einfach her und drehen das Teil. Und setzen es auf der Seite an. Wundert euch nicht, dass jetzt der Winkel nicht mehr stimmt, weil die Scheibe ist ja kleiner wie die. Das heißt, da könnt ihr jetzt gleich mal von Haus aus mal so das Stück zurückdrehen. Und das Ganze so, ja, ich sage jetzt einmal Pi mal Auge. So, wieder wenig von der Polierpaste drauf. Und wir machen das Spiel jetzt auf der Seite. Und jetzt polieren wir hier praktisch auf dieser Lederscheibe. Polieren wir. Ihr seht schon, da braucht es nicht viel von dieser Polierpaste. So, und da geht das gleiche Spiel wieder. Wir bewegen uns einfach in gleichmäßigen Schritten auf dieser Scheibe. Und jetzt heißt es halt mittlerweile echt schon, wenn er an die Klinge hinfasst, fasst ihr da vorsichtig und mit Bedacht hin, weil die ist mittlerweile richtig scharf. Und wenn ihr da so nach vorne fahrt, dann spürt ihr, ob der Grat noch dran ist oder nicht. Beim Polieren, da lasse ich meistens die Scheibe schneller laufen. Halt nur so schnell, dass man nicht auf der drüberen Seite das Wasser rausschaufelt aus dem Becken. Weil das sieht man jetzt hier schon ganz gut. Dass hier schon anfängt bis zur Kante hoch zum Scheppern. Also da gehe ich jetzt lieber her und tue nochmal ein bisschen zurückdrehen. Und jetzt fahren wir wieder mit dem Fingernagel nach innen hoch und wir spüren jetzt keinen Widerstand mehr. Das heißt, wir haben den Grat weggeschliffen. Und wir können uns jetzt auch mal dieses Ergebnis anschauen. Na. Jetzt seht ihr mal diese spiegelblanke Oberfläche. Es sind noch vereinzelte Schleifspuren innen drin, aber das macht jetzt hier nichts mehr aus. Und wie immer mache ich es so, bevor ich das Eisen ausspanne, hole ich mir jetzt ein Stück Holz. Ja, das ist im Prinzip wurscht, was das für ein Stück Holz ist. Das machen wir jetzt hier gleich. Das ist wieder mal ein Stück Eiche. Und das ist ohne großen Druck. Schaue ich mir jetzt die ganzen Schneiden auch seitlich an, ob ich seitlich genauso meine Schneiden habe. Und alles ist scharf. Wer jetzt noch möchte, der könnte jetzt praktisch hier diese Fläche auch noch mitpolieren. Wer es möchte. Ich mache es nicht, ich brauche es nicht. Das war es schon heute. Mehr braucht man bei diesem Stemmeisen gar nicht darauf achten. Ihr habt es gesehen mit dieser Vorrichtung, da geht es mehr wie einfach, weil das einfach sauber darauf geführt wird. Und der Radius wird vom Eisen selber vorgeben, also braucht ihr euch da auch nicht drum kümmern, dass er richtig rumrollt oder dass er genau im Winkel bleibt, weil ihr werdet da drin wirklich sauber geführt. Und das war jetzt, ja, wie lange haben wir jetzt braucht? 10 Minuten. Dann ist das Eisen komplett geschliffen gewesen. Und ich finde mit einer ganz annehmbaren Schneide. Wahrscheinlich gibt es da noch so ein paar Feinheiten, Tricks, die man noch anwenden könnte. Aber für mich ist es vollkommen ausreichend. Für mein Arbeiten ist dieses Stemmeisen jetzt so scharf, wie es ich haben möchte. Und es ist so geschliffen, wie es ich haben möchte. Und ich finde, es ist relativ einfach gegangen. Man muss da jetzt nicht so hundertprozentig auf weiß der Teufel was alles achten oder einstellen. Ihr habt es gesehen, ich habe das grob voreingestellt und habe das dann so Schritt für Schritt habe ich mich dran hingearbeitet. Und
Ob es der jetzt 29,5 oder 31 oder 32 Grad hat, das ist mir persönlich vollkommen egal. Ich weiß, ich stelle meine Stemmeisen, die Halbrunden stelle ich auf 30 Grad ein und schleife die so. Das war's schon. In unserem nächsten Teil werden wir mal eine Axt schleifen, schätze ich. Und bis dahin verbleibe ich euer Bastelschwabe und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.